schmutzigen Griffe von Kim. Sonst was? Ich habe sehr gute Kontakte, auch nach Venezuela. Und Tristan, das ist nicht irgendein Club, das ist die Basis, auf der wir wieder Vertrauen aufbauen können. Es ist der Balzruf eines einsamen Männchens, das ein Weibchen sucht. Weißt du, was das heißt? Ja. Ach, wie du meinst. Ja! Na klar! Unser Wunder, wir lassen den Wald hier unter Naturschutz stellen. Kümmere dich doch einfach morgen darum. Worum? Um das 2. Hotelzimmer in Zürich. Du begleitest mich auf der Geschäftsreise. Das ist doch völlig absurd. Warum sollte ich mit dir nach Zürich fliegen? Warum denn nicht? Alice Stein will mit ihrem Unternehmen expandieren, deswegen findet das Treffen in Zürich statt. Ich will mir die geplante Investition anschauen und natürlich verhandeln. Wir wissen ja beide, dass Frau Stein nicht unbedingt ein großer Fan von mir ist. Ach ehrlich, ich kann mir gar nicht erklären, warum. Und genau deshalb brauche ich dich. Ich will ja nicht riskieren, dass das Geschäft noch kurz vor der Unterzeichnung platzt. Du hast doch nicht etwa ein Problem damit, mit mir in dem gleichen Hotel zu sein? Sollte ich? Ja, völlig absurder Gedanke. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Weißt du was? Vielleicht kümmere ich mich am besten selbst um die Buchung. Ach, ich liebe die Schweiz. Auf Wiederluke. Na, der will's aber wissen. Und ich krieg dich doch noch. Ja, das hat er mir auf ein Kärtchen geschrieben. Er will mich in eine Situation bringen, in der ich schwach werde. Ich kann da nicht mit. Du schaffst das. Aber Du schaffst das. Es sei denn, du willst ihm die Genugtuung geben, dass er bekommt, was er will. auf keinen Fall. Na siehst du, das ist doch gut. Du musst doch keine Angst haben vor Ansgar. Du misst ihm viel zu viel Bedeutung zu, das hat er gar nicht verdient. Er kriegt dich nicht. Niemals. Sag's. Jawohl. Niemals. Siehst du. So, das ist jetzt schon dein dritter. Ist doch nur Eis und Koffein. Vielleicht solltest du es mal mit Schokolade probieren. Die hilft besser bei Liebeskummer. Wer sagt denn, dass ich Liebeskummer habe? Ich würde gerne zahlen. Ja. Kann ich dir helfen? Hau doch ab. Glaubst du eigentlich an Horoskope? Ich habe heute früh in einem gelesen, dass sich heute ein lang gehegter Wunsch erfüllt und dass es sich gelohnt hat, auf etwas zu warten. Echt? Wirst du vom Laster überrollt? Und außerdem stand da noch drin, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Erzähl das alles deiner Leonie. It ain't no job, I was burning alive whenever you walked in the room. It happened so quickly, I was feeling so sickly, like a lover who lost his muse. The sharks in the tank, all the man in the bank, he wants my money to loan. I can't understand what the hell is his plan. I ain't even got a home, ain't got a home. The girl on the street with holes in her feet looks through the eyes of a clown. She don't look amazed, just feeling kinda sad, so I just Weil ich immer noch in Leonie verliebt bin. I reassess, she's down on her luck, she's reading a book of her lies. I don't know when I'll be coming home, baby, but I sure sympathize, can sympathize. Okay, wir haben 2 Bars.
eine Lounge, eine Chill-Out-Zone, den eigentlichen Club mit Bühne und die Fischtapete. Den Pool. Das wird ein richtig großes Ding. Ein richtig großes Ding, Ihrem Ruf nach zu urteilen. Ich hatte keine Ahnung, dass du dich so gut mit Eulen auskennst. Ja. Ich schon. Ich hatte eine schwere Kindheit. Das Gefieder der Sumpfeule, das ist so braun-weiß gesprenkelt. Obwohl, das ist kein richtiges Weiß, sondern eher so eine Art Elfenbein. Elfenbein? Ja, weißt du, ich stelle mir das so vor. Die gesamte Chill-Out-Zone als White Room, auch der Boden. Und das hier gefällt mir am besten. Die Beach Area mit Palmen und Liegestühlen. Wenn man die Natur sich selbst überlässt, finden sich seltene Arten ganz von allein. Obwohl der Wald ist eigentlich eher ungewöhnlich für die Sumpfeule. Normalerweise bevorzugt sie offenes Sumpfland. Also in der Nähe von Seen finden sich die besten Nistmöglichkeiten. Und zwar genau hier. Der Open-Air-Bereich direkt neben dem Beach. Mit einer kleinen, aber feinen Bühne für Live-Musik. Im Winter feiern wir im Schnee und im Sommer, wenn dann die Sonne über dem See aufgeht. Ist die Sumpfeule besonders aktiv. Besonders zu den Dämmerungszeiten, also morgens und abends. Und wann denkst du, können wir loslegen? Hagen wird nach irgendwelchen Gründen suchen, damit wir doch nicht direkt in der Nähe seiner Pferdchen bauen können. Deshalb so schnell wie möglich. Und dann wird der gesamte Forst zum Naturschutzgebiet erklärt? Ja, natürlich. Also mindestens 20 Hektar rund um den See herum. Das ist das durchschnittliche Revier einer Sumpfeule. Und da kann nirgendwo mehr gebaut werden. Nein. Also jeglicher Eingriff, der zu einer Zerstörung, Vertreibung oder nachhaltigen Störung der Tiere führt, ist dann verboten. Tja dann, auf Wiedersehen, Eventclub. Ich habe dich schon lange nicht mehr so glücklich gesehen. Wenn das Männchen auf der Balz ist, dann hört man so einen... Und das Weibchen, das hat eher so ein durchdringendes, schleifendes... Oh Gott, denkst du, das war ein Zeichen? So wenig Sekundenkleber? Ja, Champagner, Canapés, Blumen zur Begrüßung. Aber schleppen Sie mir keine Lilien an, davon fällt sie in Ohnmacht. Gut. Die Buchungsbestätigung schicken Sie mir morgen ins Büro. Alles klar? Das können Sie vergessen. Ich kann mich gar nicht erinnern, Sie um Rat gefragt zu haben. Ihre billige Masche wirkt bei einer Frau wie Victoria nicht. Das ist keine billige Masche, sondern eine erfolgreiche Geschäftsreise. Ihr Balzruf ist doch durch den ganzen Wald zu hören. Wissen Sie, mir geht es lediglich um einen erfolgreichen Geschäftsabschluss. Wenn Victoria bei einer Übernachtung mit mir im gleichen Hotel nervös wird, liegt das Problem wohl eher bei ihr. Also wenn ich das richtig sehe, benutzen Sie Ihr Arbeitsverhältnis, um Frau Wolf nachzustellen. Sowas nennt man doch sexuelle Belästigung, oder? Ihre schmutzigen Fantasien überraschen mich immer wieder. Ah, Sie überraschen mich überhaupt nicht mehr. Lass mich raten. Die Waldohreule? Fast. Das war der Balzruf der Sumpfeule. Gar nicht schlecht. Ja, das ist meine Frau. Auch ein Glas Wein? Gerne. Wie wär's denn mit Tango übermorgen? In der alten Mühle machen sie einen Melongeabend. Oh, sag bloß, du hast schon was vor. Ich muss nach Zürich mit Ansgar. Na, das hatte sie ja fein ausgedacht. Ja, es geht um diese Alice Stein. Ansgar befürchtet, dass er das Geschäft in letzter Sekunde noch vermasseln könnte. Kein Wunder. Sie kann Ihnen genauso wenig ausstehen wie ich ihn. Es tut mir leid, Thomas. Mir auch. Und zwar für Ansgar. Der wird sich an dir noch gehörig die Zähne ausbeißen. It ain't no job I was burning alive. Und wann kommt der Bauplaner? Heute Nachmittag. Guten Morgen. Tut mir leid, Hagen, aber es war eine Entscheidung des Gremiums. Ich hoffe, du kannst es respektieren, dass wir mit dem Eventclub den Zuschlag bekommen haben. Besten Dank. Der Balzruf der Sumpfeule. Sumpfohreule? Ja, zauberhafte Viecher. Sehr selten vom Aussterben bedroht. Ich wusste ja, dass du dir den Bau des Clubs zu Herzen nimmst, aber dass du deshalb echt durchdrehst?
Nicht doch. Ich bin jetzt Aktivist. Ah, und ab morgen kettest du dich an die Gleise. Was ist das? Die Kopie eines Meldeformulars, das Original, ist heute an das Amt für Naturschutz gegangen. In unserem Forst wurde eine Sumpfohreule entdeckt, direkt am See. Und das sollen wir dir jetzt glauben? Du hast eine kleine Tassen im Schrank. Wie gesagt, die Sumpfohreule ist vom Aussterben bedroht. Unter den gegebenen Umständen wird ihr Revier mit Sicherheit zum Naturschutzgebiet erklärt. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, frag deinen Vater. Er hat die Eule gestern entdeckt. Aber seit wann tut mein Vater denn dir einen Gefallen? Ja, mir nicht, aber der Eule. Es ist seine Lieblingsart. Ich kann ihn verstehen. Und deshalb können wir jetzt nicht bauen? Wer weiß, aus welchem Zoo er dieses Viech geklaut hat. Damit kommst du nicht durch. Abwarten. Ich hatte gehofft, dass Sie vielleicht noch was für mich tun könnten. Nein, es tut mir leid. Du weißt ja, ich kenne die Mitarbeiter der Asylberatungsstelle sehr gut. Aber gegen die deutschen Gesetze, da sind die auch machtlos. Was wirst du denn jetzt tun? Kennen Sie den Film Auf der Flucht? Wenn ich dir anderweitig helfen kann, dann lass es mich wissen. Ja? Hey, Sie sind voll in Ordnung und ein wahnsinniges Geschenk für den alten Kasten hier. Also, vielen Dank für alles. Kein Geschenk. Alles Gute. Nochmal, was machst du hier, du südamerikanischer Straßenköter? Oh, hey, ich wollte dich gerade anrufen. Hast du das mitzukommen? Hallo, was geht denn bei dir? Ich hatte dich gewarnt. Wenn du Kim nicht in Ruhe lässt, verpfeife ich dich nicht nur bei den Behörden. Ich kümmere mich auch um deine Familie. Und der geht, soweit ich weiß, schlecht genug. Halten Sie meine Familie da raus. Dann halt du meine raus. Ich habe Ihrer Tochter erzählt, dass ich in eine andere verknallt bin. Ich habe Kim brutal abblitzen lassen. Ich habe alles getan, was Sie wollten. Sie hätten sie mal sehen sollen. Sie war total fertig deswegen. Aber das ist Ihnen ja egal. Mach dir mal keine Sorgen. Ich mach dich schneller vergessen, als du das Wort Abschiebung buchstabieren kannst. Ich kann ja verstehen, dass du mit Emilio kein Wort mehr redest, aber was bitte hab ich verbrochen? Warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Du lässt sie in Ruhe. Wissen Sie, was ich auf der Straße gelernt habe? Jeder Scheiß, den man baut, der kommt zu einem zurück. Ich hätte Kim glücklich gemacht, und zwar, weil ich sie liebe. Was ist los? Das weißt du doch ganz genau. Hä? Ich habe mich ja daran gewöhnt, dass du ziemlich launisch bist, aber langsam ist mir echt auf den Keks. Ja, du mir auch. Okay, gibt es da vielleicht auch irgendeinen Grund für? Er steht noch auf dich. Wer? Emilio! Ich freue mich auch auf den zweiten Frühling. Tu das. Der ist viel besser als der erste. Wie wohl erst der dritte wird? Oh, deine Reiseunterlagen für Zürich liegen bereits am Empfang. Oh, danke. Hast du schon Feierabend? Schön wär's. Erledigung für Graf Lahnstein. Tschüss. Ich glaube, die braucht auch dringend mal wieder einen Flirt. Tu dir doch keinen Zwang an. Ich bin leider schon vergeben. Na, dann wollen wir doch mal sehen, was Graf Lahnstein für dich da reserviert hat. Ja. Was? Die Besenkammer oder wie? Zeig mal hin. Oh, aber hallo. Champagner, Canapés, ein Blütenbad Königin von Saba. Und was ist das? Eine ayurvedische Quadrille. 4 Hände entführen sie in die Wahrnehmung jenseits von Raum und Zeit. Also der kann was erleben. Obwohl, lass ihn doch seine Kohle ruhig raushauen. Ich finde, du hast hart genug gearbeitet. Ja, das stimmt auch wieder. Soll er doch sein Geld zum Fenster rauswerfen? Wenn das hier einer verdient hat, dann bist du das. Ich weiß übrigens auch schon, wer am meisten von deiner Rundum-Erneuerung profitieren wird.
lassen uns unser Traumprojekt doch nicht von so einem Federvieh vermiesen. So, aber der gehört den Topfern nicht in den Wald. Hier steht's. Ich glaub das nicht. Hagen hat recht. Diese Sumpfohreule ist tatsächlich ein verdammt seltener Vogel. Es ist fast schon ein Wunder, dass er sich überhaupt hier angesiedelt hat. Wenn das alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Wenn ich das nur höre. Eine andere Location zu finden wird verdammt schwierig. Schade um die schöne Fischtapete. Tristan, hier geht's um unsere gemeinsame Zukunft. Und die Einbindung von Wald und See, das geht eben nur hier so gut. Außerdem würden wir wahnsinnige Probleme mit der Finanzierung bekommen, wenn wir noch Bauland kaufen müssen. Das hast du selbst gesagt. Ich sehe momentan einfach keine andere Möglichkeit, als das Projekt zu canceln. Vergiss es. Wir lassen uns unsere Zukunft nicht von diesem Federvieh verderben. Was glaubst du, was die Presse sagen würde? Lahnsteins vertreiben artengeschützte Tiere und verhindern Naturschutzgebiete, um noch mehr Profit zu machen. Die haben schon ganz andere Dinge über mich gesagt, das kannst du mir glauben. Tristan, es tut so wahnsinnig gut, nach vorne zu blicken, weißt du? Mit dir an was zu arbeiten, was mit den letzten Wochen überhaupt nichts zu tun hat. Ich kann das nicht aufgeben. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Na? Weißt du, als wir noch auf Mallorca waren, da gab's jeden Tag Sonne. Ich hatte eine normale Familie und Emilio, der hatte keinen Stress mit den Enten. Und jetzt? Jetzt wandere ich in den Knast und Emilio wandert aus. Warum sind wir nicht auf der Insel geblieben? Das ist eine gute Frage, aber mehr hast du mir nicht zu sagen? Zum Beispiel, wo schon wieder Emilio steckt. Nö. Keine Ahnung. Vielleicht versteckt er sich vor dir. Das ist, also bei dem Blick, da würde selbst ich... Habe ich was angestellt? Dann hat Emilio dir nichts erzählt. Über seine Gefühle für mich, wegen denen er Kim nicht heiraten kann. Ach, ja, was? Ernst? Ja, vielleicht hat er ja auch eine Ausrede gebraucht oder so. Emilio hat einen IQ von einer Banane. Kim ist total fertig. Sie will ihm helfen und er macht alles kaputt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich will meine beste Freundin nicht verlieren. Also red mit ihm und mach ihm klar, dass er es klären soll. Okay? Ja. Diese Verträge müssen heute noch raus. Hat das Hotel in Zürich schon die Buchungsbestätigung geschickt? Allerdings. Ich weiß auch, was du vorhast. Aber es wird dir nicht gelingen. Wovon redest du? Champagner, Canapés, Königin von Sababad, ayurvedische Quadra, was weiß ich. Tja, also wenn dir die Auswahl nicht gefällt, uns fällt bestimmt auch was anderes ein. Vergiss es. Aber ich werde das alles in vollen Zügen genießen. Nichts anderes wünsche ich mir. Nur den Champagner, den kannst du gleich wieder abbestellen. Ich habe nämlich vor zu arbeiten und nicht mit dir zu trinken. Hat da etwa jemand vor, unbedingt einen kühlen Kopf zu bewahren? Und wovon träumst du nachts? Oh, Frau Stein. Ich dachte, wir sehen uns erst in Zürich. Ich hatte in der Nähe zu tun und da dachte ich, Ja, kein Problem. Ich nehme mir für meine zukünftigen Kunden gern Zeit. abwarten, so weit sind wir noch nicht. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich werde Ihnen ein Angebot machen, das Sie gar nicht ablehnen können. Überraschen Sie mich, damit ich die Reise nicht umsonst mache. Wenn ich jetzt kurz mit Frau Wolf sprechen könnte? Allein? Wie können Sie in dieser testosterongeschwängerten Atmosphäre arbeiten? Ja, das frage ich mich auch oft. Umso besser, dass Sie nicht nur zu den Verhandlungen anreisen, sondern auch ganz im Hotel sind. Ja, die Lahnsteinbank gibt eine Menge Geld für die Akquise neuer Kunden aus. Und eine Nacht mit ihm unter einem Dach halte ich gerade noch aus. 2 Nächte. Nicht für mich. Für die zweite Nacht hat Ihr Chef wohl andere Pläne. Kim, warte! Mann, stopp! Kim, jetzt warte doch mal. Ich brauche keine Erklärung, okay? Warum hast du mir nicht von Anfang an gesagt, dass er immer noch auf dich steht? Das ist doch totaler Quatsch. Ich weiß nicht warum, aber Emilio hat dich angelogen. Emilio, du kennst Leo. Sie gibt nicht auf, bis sie alles rausgekriegt hat. Du hast mir dein Wort gegeben. Und Leonie wird nichts über die Erpressung von Kims Vater erfahren.
Entschuldigen mal bitte, aber sie hat ihren Vater aufgetrieben nach 17 Jahren in irgendeiner kleinen Kirche auf Mallorca. Ach so, hast du jetzt Schiss vor deiner Freundin oder was? Nein, habe ich nicht. Ich habe nur keinen Bock, sie anzulügen. Und du bist eine hohle Nuss, weil du hättest sie gleich von Anfang an aus der ganzen Nummer rauslassen können. Ach so, du Klugscheißer. Und hast du bessere Vorschläge? Wie wär's mit der Wahrheit? Klar, gute Idee. Hey Kim, ich bin wahnsinnig in dich verliebt, aber ich kann leider nicht mit dir zusammen sein, weil dein Vater meine Familie in Venezuela bedroht. Sag mal, und dann rennt sie zu ihrem Vater und mault den voll. Was meinst du, was dann passiert? Was passiert denn dann? Wo ist denn das Problem? Ja, hast du mal überlegt, was mit meiner Familie in Venezuela passiert? Emilio, Alter, willst du wirklich, dass Kim denkt, du hättest sie von vorne bis hinten verarscht? Mann, die ist über beide Ohren in dich verknallt. Was meinst du, wie ätzend ihr es gehen muss? Ja, frag mich mal, wie es mir geht. Ja, wie geht's dir denn? Beschissen. Beschissen. Ach so, sieh mal an, der macht doch irgendwas. Ja, mach ich auch, und zwar die Biege. Oder nein, viel besser noch. Als nächstes entführen wir den Grafen Lahnstein und fesseln ihn in seinem eigenen Kerker. Hm? Alles ist besser, als einfach nochmal abzuhauen. Du kannst dich aber auch geirrt haben. Schließlich geht's hier um ein Bubu. Es geht hier nicht um ein Bubu. Es geht hier um ein ganz bestimmtes Bubu. Hier, hörst dir doch an. Bitteschön. Du hast diesen Uhu tatsächlich auf CD? Also das glaube ich jetzt echt nicht. Du gehörst eigentlich nicht zu den Menschen, die eine bedrohte Tierart aussterben lassen wollen, nur um einen Club zu bauen. Was ist los mit dir? Worum geht's dir wirklich? Um unseren Eventclub? Wem willst du was vormachen? Mir oder dir? Mensch, Papa, seit wir diesen Club planen, läuft's richtig gut zwischen Tristan und mir. Wir sind uns so nah wie schon lange nicht mehr. So ein gemeinsames Projekt ist doch nichts, um eine Beziehung zu kitten. Also wenn da jetzt nichts mehr laufen würde. Also, das stimmt überhaupt nicht. Tristan und ich, wir lieben uns. Ich habe einfach Tristans Vertrauen verloren. Mensch, der ist doch gerade dabei, mir zu verzeihen, dass dieses Kind nicht mehr da ist, obwohl es vielleicht seins war. Du hattest einen Schwangerschaftsabbruch? Bis morgen in Zürich. Guten Flug. Danke. Ich kann's kaum erwarten. Wiedersehen. Du musst noch im Hotel anrufen und die zweite Suite stornieren. Du hast 2 Nächte gebucht, obwohl Frau Stein schon nach der ersten abreist. Also gehe ich davon aus, dass du die zweite Nacht dazu nutzen willst, um mich zu verführen? Aber dann ist die zweite Suite doch Verschwendung bei den Preisen. Wenn du möchtest, können wir auch schon die erste Nacht in einer Suite verbringen. Dann haben wir es endlich hinter uns. Ich weiß nicht so recht, was dieser Quatsch soll. Ich gehe davon aus, dass die Stein morgen den Vertrag unterschreibt. Dann kommt jede Menge Arbeit auf uns zu. Deswegen die zweite Nacht. Ich bin keine Praktikantin mehr, der du irgendwelche Märchen auftischen kannst. Du und deine schmutzige Fantasie. Wenn du mit diesen Spielchen nicht aufhörst, Ansgar, dann kündige ich. Kündigen? Mein Gott, ist die Versuchung so groß? Also, du hältst dich wohl für unwiderstehlich. Ach, weißt du, wenn du wirklich so unnahbar bist, wie du immer tust, dann kann dir das doch egal sein. Allerdings solltest du ernsthaft mal darüber nachdenken, ob du dir von deinen schmutzigen, kleinen Fantasien deine Karriere zerstören lassen willst. Ich wusste eben nicht, ob das Kind von Alexander ist. Aber warum bist du denn nicht zu Mama oder zu mir gekommen? Ich wollte mit niemandem darüber reden, okay? Ich wollte es einfach hinter mich bringen, und zwar so schnell wie möglich. Dana weiß es auch und Tristan ist natürlich auch irgendwann dahinter gekommen. Er wollte unbedingt, dass ich diesen Vaterschaftstest mache, aber ich konnte nicht mehr so lange warten. Dann hast du also auf den Test verzichtet? Tristan versucht wirklich, mich zu verstehen, aber ich spüre genau, dass das zwischen uns steht. Was ist denn jetzt mit dir? Verurteilst du mich jetzt? Natürlich nicht. Natürlich kann ich die verstehen. Ich kann euch beide verstehen. Aber zu glauben, dass ihr die Distanz durch ein gemeinsames Projekt überwinden könnt, das geht nach hinten los. Glaub's mir. Dieser Club lenkt euch ab. Jetzt habt ihr ein gemeinsames Thema, über das ihr reden könnt. Das mag eine Zeit lang funktionieren, aber auf Dauer wirst du die Sache nicht unter den Teppich kehren können. Und wenn eure Beziehung nur aufgrund dieses Projekts funktioniert, dann stimmt die Sache nicht.
konnte euch nichts von der Schwangerschaft erzählen. Ich hatte es Marlene versprochen. Heiß. Das verstehe ich doch. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass Marlene nicht wirklich weiß, was sie da überhaupt tut. Dieses ganze Clubprojekt. Das kommt mir vor wie ein einziger Babyersatz. Ist das jetzt nicht ein bisschen weit hergeholt? Naja. Hast du Marlene schon mal so erlebt? Also man muss ja nicht gerade ein Eulen-Fan sein, aber es geht hier um eine aussterbende Tierart. Früher war Marlene sowas nicht egal. Also du meinst, sie macht das Ganze nur, weil sie Schuldgefühle hat? Sie sucht irgendetwas, an dem sie sich festhalten kann. Die ganze Beziehung von den beiden, die wackelt doch wie der schiefe Turm von Pisa. Deswegen ist die Eule auch das Beste, was den beiden überhaupt passieren kann. Da komme ich jetzt nicht ganz mit. Naja, so sind die beiden gezwungen, sich mit dem wirklichen Problem auseinanderzusetzen. Und nur so lässt sich auch die Beziehung retten. Ich hoffe, dass Marlene das versteht. Er maßt sich an, deine Gefühle zu beurteilen? Er hat mir die Worte im Mund herumgedreht. Ja, das kann er gut. Oh ja. Und? Waren deine Gefühle denn jetzt noch Achterbahn? Wegen Ansgar? Ich bitte dich. Also dieser Mann kann doch nun wirklich keiner Frau gefährlich werden, die noch ein bisschen Selbstachtung hat. Also ich sag's nicht gern, aber du solltest kündigen. Je eher, desto besser. Aber dann glaubt Ansgar, er hat gewonnen. Das ist egal, es geht um deine Ehe. Ich habe das schon so oft erlebt. Die Frauen wissen ganz genau, was für ein Mensch Ansgar ist. Und trotzdem schafft er es. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber es klappt. Ich mag meine Arbeit. Und ich habe noch nie so eine Chance bekommen. Und ich glaube, ich bin gut in dem, was ich mache. Du bist sogar sehr gut und deshalb gibt es reichlich Firmen, die sich um dich reißen würden. Danke. Aber ich werde Ansgar diesen Triumph nicht gönnen. Ja, das verstehe ich. Aber er wird nicht nachlassen, bis er bekommt, was er will. Ich auch nicht. Ja. Oh, hallo Victoria. Hast du deine Kündigung schon schriftlich formuliert? Das muss ich nicht. Ich habe es mir anders überlegt. Ach. Dann hast du dich also wieder im Griff? Ich habe eingesehen, dass das alles nur ein Missverständnis war. Und ich möchte mich für meine ungerechtfertigten Vorwürfe wirklich entschuldigen. Kein Problem. Ach, du hast ja gesagt, dass wir im Hotel die Arbeit mit dem Vergnügen verbinden können. Und genau das habe ich vor. Da du so großzügig warst und mir auch eine Suite gebucht hast, hast du doch sicher nichts dagegen, wenn ich meinen Mann mitnehme. Ja, Thomas wird uns bei der Arbeit nicht stören. Aber am Abend und in der Nacht können wir quasi unsere zweiten Flitterwochen machen. Und das haben wir alles nur deiner Großzügigkeit zu verdanken. Vielen Dank. Tristan, wir müssen reden. Der Meinung bin ich auch. Ich habe noch mal mit meinem Vater gesprochen. Das Wort eines Försters allein hat keine Bedeutung. Ich habe mit dem Amt für Naturschutz telefoniert. Es ist nicht so einfach, ein Gelände zum Naturschutzgebiet zu erklären. Besonders dann nicht, wenn es noch andere Interessen gibt. Dein Vater braucht handfeste Beweise dafür, dass diese Eule hier wirklich lebt. Zumindest dann, wenn es um einen Baustopp geht. Heißt das, du willst... Weitermachen. So schnell gebe ich nicht auf. Du hattest vollkommen recht, wir müssen um unser Projekt kämpfen. Und um uns. Ich kapier das nicht. Emilio braucht eine Aufenthaltsgenehmigung, Kim will ihn heiraten. Also warum macht er es dann nicht? Keine Ahnung. Ja, nee, ist klar. Also Leo, bevor du jetzt deine Folterinstrumente rausholst. Ich weiß, warum er so einen Schwachsinn erzählt, aber ich kann es dir nicht sagen, weil ich habe es ihm hier versprochen. Und auch wenn du vielleicht Schwierigkeiten hast, das zu glauben, aber es hat einen Sinn. Nichts, was Emilio tut, macht irgendeinen Sinn. Ich glaube, da unterschätzt du ihn vielleicht ein bisschen. Und du hast Kim nicht gesehen. Und er hat wirklich einen guten Grund. Ja. Und du kannst mir nicht irgendeinen kleinen Hinweis geben? Nee. Gut.
Gut? Gut zu wissen, dass du Geheimnisse für dich behalten kannst. Ja, das kann ich. Aber wehe, Emilio biegt das nicht wieder gerade. You set my heart on fire. For you, I found a vent in the bottom of a coal mine. Kim! Was willst du hier? Entschuldigen Sie, Comtesse, aber dieser ungestüme junge Mann ist einfach an mir vorbei und ich... Ist schon gut, Justus. Ich schmeiß ihn persönlich raus. Also, was ist? Kim, ich hab gelogen. Ich bin nicht in Leonie verliebt. Warum erzählst du das nicht jemandem, der sich dafür interessiert? Warum hast du gelogen? Das kann ich dir nicht erzählen. Wie bitte? Du kommst hierher, um mir nichts zu sagen. Das ist ein Fortschritt. Hey, du musst mir vertrauen. Dir vertrauen. Ich biete dir an, dich zu heiraten, damit du in Deutschland bleiben kannst. Ich verlange noch nicht mal was dafür und du lügst mich an. Hey, nicht weinen, okay? Gib's doch zu. Du findest mich so scheiße, dass du nicht mal zum Schein mit mir verheiratet sein willst. Das ist doch völliger Quatsch. Guck in den Spiegel, sieh dich an, du bist wunderschön, du bist feinfühlig, du bist ehrlich, du bist wunderbar. Ich würde alles dafür tun, damit ich... Das ist doch alles völliger Scheiß hier. Was? Jetzt sag mir doch endlich, was los ist. Kim, verdammt nochmal, ich liebe dich. Und du glaubst wirklich, dass wir diese Gestütserweiterung durchziehen können? Auch wenn der Wald zum Naturschutzgebiet erklärt wird? Ja, für den Stall brauche ich ja keine Erdarbeit mit schwerem Gerät. Dann bleibt der Baulärm definitiv in den zulässigen Grenzen. Dann können wir uns bald eine ganze Herde voller Stuten leisten. Aber erzählt Johannes nichts davon, der flippt sonst aus. Hey, Marlene wird darüber hinwegkommen. Es ist einfach zu gemein. Marlene erlebt einen Mist nach dem anderen. Muss ständig nur kämpfen und gegen Wände rennen. Dann findet sie eben ein anderes Projekt mit Tristan, ein neues Musical, ein Solo-Projekt. Das muss sie nicht. Solange nämlich niemand dieses ominöse Geflügel gesehen hat, werden wir weiter planen und bauen. Ja? Und was soll das bringen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas Blödsinn erzählt. Das habe ich auch gar nicht behauptet. Aber wenn es hart auf hart kommt, wird niemand einen millionenschweren Eventclub abreißen, nur damit irgend so ein Uhu ungestört Bubu durch den Wald rufen kann. Ach so, du willst die Entscheidung des Amtes aushebeln, indem du sie vor veränderte Tatsachen stellst. Du wirst es erleben. Die Pläne für die Gestüterweiterung? Tja, die sind leider vom Tisch. Das haben wir gestern im Gremium so entschieden, wenn ich dich erinnern darf. Aber nur, wenn aus eurem Eventclub was wird? Wir werden sehen, wer den längeren Atem hat. Schönen Tag noch. All I need to live time to get behind the sun and cast my weight. All I need is peace, this mind I can celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live with you. Ein Schwangerschaftsabbruch. Aber warum hat Marlene mir nichts davon erzählt? Hallo? Du weißt es also auch schon.
Ich konnte es deiner Mutter nicht verschweigen. Ich meine, das muss eine furchtbare Situation für dich gewesen sein. Ich wäre so gern für dich da gewesen. Mama, aber weißt du, ich wollte einfach nicht wieder die arme Marlene sein, der was Schreckliches passiert ist. Kannst du das verstehen? Ja, natürlich. Und wie geht's dir jetzt? Sehr gut. Tristan und ich, wir wollen nach vorne schauen. Und das heißt, wir wollen weitermachen. Ihr wollt weitermachen? Aber wir beiden, wir haben doch miteinander gesprochen. Ja, aber solange es keinen Beweis gibt, dass es diese Eule wirklich gibt, gibt es für uns keinen Grund aufzuhören. Was ist? Nichts. Ich bin einfach total happy. Mein Horoskop hatte doch noch recht. Am Ende wird alles gut. Geh nie wieder weg, okay? Versprochen. Nie wieder. Kim. Kim?